Hallo und willkommen in meiner Küche. Heute gibt es eine gebratene Entenbrust mit Wirsing und einer Soße, die nicht aus dem Bratensaft hergestellt wird. Die äußeren Blätter des Wirsing habe ich am Strunk abgeschnitten und da ich nicht den ganzen Wirsing zubereiten möchte, trenne ich einige der äußeren Blätter ab. Da sie nicht abbrechen, schneide ich sie am Strunk ab. Dies finde ich wesentlich praktischer, als den Wirsing durchschneiden zu müssen, da ich so keine Schnittfläche durch den Wirsingkopf habe, der eine Angriffsfläche für Schadstoffe und Austrocknung darstellen würde. Für 2 Personen rechne ich 6 Blätter. Die mittlere Hauptader eines jeden Blattes schneide ich heraus, denn dann erhält der Wirsing eine schöne gleichmäßige Konsistenz. Die Blätter werden halbiert und in feine, nicht zu breite Streifen geschnitten. Anschließend wird etwas Rapsöl in einem Topf erhitzt, der Wirsing eingefüllt, mit Salz und Pfeffer gewürzt und gut durchgerührt, sodass das Fett im Gemüse sich verteilen kann. Sodann gebe ich ca. 4 Esslöffel Wasser dazu. Ich drehe auf die kleinste Hitzestufe zurück und lasse den Wirsing langsam garen. Bei mir hat das ca. 15 Minuten gedauert. Bevor ich den Wirsing wieder in den Kühlschrank zurücklege, wickel ich ihn wieder in seine äußeren Blätter ein. Sie sind sein natürlicher Schutz vor Austrocknung. Das hier ist das relativ kleine Bruststück von einer weiblichen Ente. Ich werde es nun auf der Hautseite anbraten. Zuvor muss aber noch die Haut eingeschnitten werden, damit das Fett beim Anbraten auslaufen kann. Dabei sollte aber nur das Fett und nicht das darunterliegende Fleisch eingeschnitten werden. Die Brust gebe ich nun in die noch kalte Pfanne. Ich benutze die kleinste Flamme auf niedrigster Hitze und Fett zum Anbraten wird nicht benötigt. Da die Eisenpfanne die Hitze besonders gut leitet, fängt bereits nach wenigen Minuten das Fett an zu schmelzen und zu braten und zu spritzen. Das Fett läuft aus und die Hitze steigt allmählich in das darüberliegende Fleisch, welches ganz langsam erhitzt. Genau das ist auch erwünscht, ein langsames Garen des Fleisches. Da aber das Fett so sehr spritzt, lege ich ein Haushaltstuch darauf. Das kann die Fettspritze absorbieren. Ein Deckel würde das zwar auch tun, er würde aber auch die Wärme in der Pfanne halten und dann würde das Fleisch zu schnell erhitzen. Nach 7 bis 9 Minuten, je nach Hitzezufuhr, drehe ich das Fleisch einmal um zu sehen, wie sich die Fettschicht entwickelt hat. Man kann schon sehen, wie schön knusprig sie geworden ist. Ich wende es und lasse es 2 bis 3 Minuten auf der anderen Seite braten und nun sieht es so aus. Es ist noch nicht durch, aber bereits warm geworden. Nun stelle ich es in der Pfanne zur Seite, denn eine weitere Hitzezufuhr würde dem Fleisch jetzt nicht mehr guttun. Es ist zwar im Zentrum noch nicht gar, hat aber schon so viel Wärme aufgenommen, dass es im Inneren auch von alleine gar ziehen wird. Das gibt mir die Zeit, meine Soße vorzubereiten. In einen kleinen Topf habe ich 2 Teelöffel Kirschkonfitüre gegeben. Dazu gebe ich 2 Teelöffel Sherryessig, 2 Teelöffel Wasser sowie Salz und Pfeffer. Diese Mischung lasse ich jetzt ungefähr 5 bis 7 Minuten kochen, damit der Essig seine Schärfe verliert, alles etwas dickflüssig wird, was man daran erkennt, dass die Bläschen etwas schwerfälliger zerplatzen. Ist das der Fall, gebe ich 2 Teelöffel kalte Butter dazu und rühre sie ein. Das Resultat ist eine wunderbare cremige Soße, süß, sauer, salzig im Geschmack. Ich stelle sie zur Seite, beim Anrichten ist sie schnell wieder heiß. Nun kann ich noch einmal nach der Entenbrust sehen. Es ist immer eine gute Idee, die Temperatur und damit auch den Garzustand mit einem Thermometer zu prüfen. Man muss allerdings immer in die dickste Stelle einstechen, denn das Fleisch ist am Rand heißer und damit auch garer als in der Mitte. Hier habe ich eine Innentemperatur von 54 Grad. Das entspricht einem Medium Rare. Das ist mir noch ein klein wenig zu rosa, also lasse ich es noch ein wenig liegen. Gerade genug Zeit, noch 2 Birnenhälften in der Pfanne anzuwärmen. Nach ein paar Minuten war meine Wunschtemperatur erreicht und ich konnte das Fleisch aufschneiden, während Soße und Beilagen noch einmal erhitzt wurden. Und nun kann angerichtet werden. Der Wirsing wird in die Mitte des vorgewärmten Tellers gegeben. Darunter setze ich einen Fächer der Entenbrust sowie seitlich ein paar Schupfnudeln und oberhalb die Birnenhälfte. Über das Fleisch gebe ich etwas von der Soße sowie in die Birnenhälfte. Ich finde zwar, dass der Teller mehr an einen Flugsaurier erinnert,
Aber ich kann euch versichern, nichtsdestotrotz war das Fleisch butterzart und hat wunderbar mit der Soße harmoniert. Ich hoffe, ihr probiert es einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Über einen freundlichen Kommentar würde ich mich natürlich freuen oder empfehlt meinen Kanal weiter. Ihr könnt mir natürlich auch auf Facebook und Instagram folgen und wie immer guten Appetit!